Letztes Mal hattest du über Nihilo gesprochen. Mhm. Und hatte ich dann länger drüber nachgedacht. Und es ist nichts, aber aus diesem Nichts ist ja etwas hervorgegangen, die Schöpfung. Ja, das weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Es hat sich ganz einfach aus dem absoluten Nihilo, aus dem absoluten Nichts raus, hat sich einfach plötzlich etwas ergeben, wo daraus nachher ein Ding gestanden ist. Da hat sich aus dem absoluten Nihilo raus, aus dem absoluten Nichts raus, hat sich plötzlich etwas gebildet, wo nachher sein Absolutum daraus entstanden ist. Wie sich das ergeben hat aus dem absoluten Nichts, und das ist wirklich absolut nichts, wo die Universen, unzählbare Universen heute drin schweben, seit das Sein Absolutum geschaffen worden ist, durch das Nihilo, wie, wann, vor wie langer Zeit, vor unendlicher Dauer, das weiß ich nicht. Es hat sich jedenfalls ergeben, dass das absolute Sein geschaffen worden ist. Wie soll ich sagen, Die höchste Reingeist eben. die höchste rein Schöpfungsebene, muss man eigentlich sagen. Ja. Und aus dem heraus sind 6 weitere, aus dem Sein Absolutum raus sind dann 6 weitere Absolutum geschaffen worden, 6 weitere Ebenen. Und das letzte, das höchste, also das niedrigste, ist dann das absolute Absolutum. Und aus dem raus hat sich wieder dann das ergeben, was Schöpfungen sind. Ja. Ja. Dann sind also aus dem Sein Absolutum sind also Schöpfungen geschaffen worden, wo sich entwickeln über unendliche Dauer hinweg. Ja. Wo wir uns gar nicht Ja. vorstellen. Ja. Und seit dem Urbeginn, seit das Sein Absolutum geschaffen worden ist, bis dem, wo gegenwärtig ist. Es ist ja zeitlos, es ist endlose Dauer. Ja. Wie viel unzählbare Universen es schon gegeben hat und gegenwärtig existieren, das ist nicht eruierbar. Ja. Das jenseits dessen, was wir ergründen können. Ja, auch, es geht über den menschlichen Verstand aus. Ja. Oder? Das ist unser Ding da, wo wir Gehirn nennen, ist nicht fähig, das zu erfassen oder zu ergründen oder das zu verstehen und so weiter und so fort. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, selbst Für das sind wir mit unseren Entwicklungsstufen, und selbst wenn wir unzählbare, wie soll ich sagen, Touren entwickelt sind, werden wir das wahrscheinlich als Menschen nicht verstehen. ja. Für das ist die Schöpfungsenergie da, wo sich ja auch entwickeln, wo lernen, das jetzt im materiellen Universum, also wie im Kosmos oder wie man dem sagen will. Wir haben bis zu einem gewissen Grad ein Verständnis, wo wir können dieses und jenes nachvollziehen, wo wir können verstehen und so weiter und so fort. Aber selbst in 50 oder 100 Milliarden Jahren Entwicklung, wo man durchmacht als Mensch, reicht das nie aus,
können zu verstehen, was wirklich ist, Ja, was Tatsache ist. ja, Für das ist das menschliche Gehirn gar nicht fähig, um das zu erfassen. ja. Allein, allein das Physische ist schon Ja. so begrenzt, Das ist begrenzt. ne, dass das erst auf einer reinen Ja. Schöpfungsenergieebene. Und selbst dann, wenn es so weit entwickelt ist, bis es dann einmal zu einer Form wird, wo der Mensch praktisch kannst durchgreifen auf ihn, Ja, wo er nicht mehr rein materiell ist, selbst dann ist das nicht zu begreifen. ja, ja, Das ist nur durch die Schöpfungsenergie selber zu begreifen. Und auch nur, wenn sie sämtliche Stufen durchgelaufen hat, bis zum Sein Absolutum. ja, Über all 6 weitere Stufen, also von der Schöpfung weg, aufs absolute Absolutum und dann darauf bis zum Sein Absolutum. ja. Ja, mir geht es jetzt auch nicht darum, das zu ergründen zu können, Ja, das weil können wir das ja gar nicht. Aber mir kam der Gedanke, dass wenn etwas entsteht, als ob das wie ein unendliches Potenzial ist. Potenzial ist ja nichts Konkretes. Ja, eben, aber eben, aber eigentlich muss doch ein Potenzial da sein, damit etwas entstehen kann. ja, und das ist ja der Moment gsi, wo aus dem Nihilo raus die Existenz geschaffen worden ist von dem Sein Absolutum, Ja. oder? Und das hat es ja kreiert. Ja. Könnte man schon sagen. Ja, Also es ist ja ein schöpferischer Akt. In welcher? ob es ein schöpferischer Akt war oder einfach eine Verwirklichung von einer Idee, die sich oder also ich schaue das einfach so an, dass es eben einen Impuls gegeben hat. Ja, Wir sagen dazu vielleicht Idee, aber es ist ein Impuls gewesen, ja, oder? Und der Impuls hat sich irgendwie entwickelt. Der ist aus ich weiß es nicht. Der ist aus dem Nichts raus einfach der Impuls entstanden, ja. oder? Und hat sich schlussendlich entwickelt. Und aus dem Impuls raus ist nachher ein Sein Absolutum geschaffen worden, oder? Aber wie? Das Ja. fragst du mich zu finden. Ja. Da bin ich zu stumm Ja. dazu, um das können, zu ergründen oder nur schon in der Fantasie können vorstellen, wie das war. Das geht über meinen Horizont aus. Ja. Oder? Ja. Das ist unmöglich. Wenn du dir vorstellst, es ist eine unendliche Dauer. Es ist eine unendliche Nihilo. Es ist eine Unendlichkeit. Es ist wirklich unendlich. Ja. Stell dir mal das vor, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. Eine Unendlichkeit. Oder? Das kann ich mir noch vorstellen. Aber wie sich in dieser Unendlichkeit, wo rein gar nichts existiert, wie sich da kann ein Impuls entwickeln. Ja. Das kann ich nicht einfach nachvollziehen. Auch wenn ich darüber nachdenke, ich komme auf keinen Punkt, Ja, wie sich das hat können ergeben. das war auch meine Schwierigkeit. Und Ja, so kam ich dann, für mich ist es dann einfacher,
dass da ein unendliches Potenzial ist. Das ist ja nicht Ja. spezifisch, das Nein. ist ja neutral. Ja, Ne? Aber dass ein unendliches Potenzial da ist, das diesen Impuls ausgelöst hat. ja, wie hat das können passieren? Wie Ja. hat sich das können ergeben? Das Ja. kann ich, soweit ich denke, ich kann mir das nicht erklären. Ja. Ja, wie und warum, habe ich Nein, auch das- keine Ahnung. Aber, Keine Ahnung. ja, aber so kann ich es nachvollziehen. Wenn ich mir sage, da ist unendliches Potenzial, Mhm. keine Zeit, also endlose Dauer, Endlose Dauer. dann ist da ja keine Zeit. Endlose Weil Dauer. wenn etwas endlos, Endloses Nichts und endlose Dauer. ja, dann ist da ja keine Zeit. Nein. Also, ne, endlose Dauer. Das ist eine Erfindung vom Ja. Mensch. Ja, Das existiert in Wirklichkeit nicht. Das gibt es gar nicht. Zeit. Das ja, ist etwas, was der Mensch erfunden hat, oder? Wo er drin lebt, wo er einen Wahn hat. Ich weiß es nicht, oder? Es ist nicht Wirklichkeit. ja, Wirklichkeit ist endlose Dauer. ja, das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit. Aber wir nehmen es halt als Zeit in der Form wahr, dass Dinge vergehen. Ja, wir werden alle alt Es und ist einfach sterben. eine Erfindung vom Mensch. Ja, Alles in Zeit einteilen. ja. Auf der einen Seite natürlich eine Beschränkung, dass ich mich beschränke. Also Zeit bestimmt mein Leben immer mehr, gerade im Materialismus und in der modernen Zeit oder heutigen Zeit. Andererseits aber auch, mir hilft das, wenn du sagst, zum Beispiel, Michael, wenn du was anfängst, dann versuch es auch fertig zu machen. Ja. Also wo man dann doch so, ich will jetzt nicht von Zeitdruck reden, aber wo man sich ein Ziel setzt und sich da ja doch auch an der Zeit orientiert, um es fertigzustellen. Richtig. Was ja auch sinnvoll ist, das finde ich ja alles gut. Ja. Aber du brauchst doch auch das Konzept der Zeit, um etwas zu schaffen und was ja dann auch wieder eine Befriedigung gibt. Also, Ja. Aber wenn du die Sachen mal anschaust, wie soll ich dir sagen, es braucht halt gleich Dauer. Wir sagen ja eine Stunde, aber es dauert eine Stunde. Eine Stunde hat eine Stunde Dauer, ja, oder? Aber das ist eine endlose Dauer. ja. Das endlose Nihilo. Es ist endlos. Ja, Es fängt nie an und es hört nie auf. da ist nichts mehr mit Zeit. Das ist, ja, und dass es in der Realität keine Zeit gibt, aber, aber wir sie doch irgendwie brauchen, Ja, um uns zurechtzufinden. ja weißt? genau. Ich meine, du Weil hast, es eine menschliche Erfindung ist. ja, Oder? Der Mensch hat das einfach in bestimmte Abschnitte eingeteilt und das nennt er Zeit. ja, Und das hat es auch da früher nicht gegeben. Menschen haben die Zeit auch nicht gekannt. ja, Die haben auch am Morgen, wenn sie verwacht sind, ist einfach die Uhr losgegangen und ist da fertig gewesen, oder? Da hat es einfach gedauert, bis wieder dunkel war. Und dann sind sie wieder geschlafen. Haben auch keine Zeit gehabt. ja. Oder? Die haben Also das auch nicht gekannt. Ich finde schon hilfreich, aber wenn sich die Menschen halt die Zeit ihr Leben komplett bestimmt und Leute nur noch nach einem Terminkalender leben, Ja, genau. dann ist es ein Gefängnis natürlich. Ja, dann ist es effektiv ein Gefängnis. Ja, Ja, da bist du eingesperrt. ja, In der Zeit in der eingesperrt. ja. Aber ansonsten auch für wissenschaftliche Experimente, wenn du Zeit nicht messen könntest, würde das die Wissenschaft enorm behindern. Also, ne? Ja, wenn du von den Wissenschaftlern jetzt gehen wir mal einen Wissenschaftler fragen, wie hat die Sache angefangen? Der kommt gar nicht bis zum Nihilo. Na,
Ja, hat er gar keine Vorstellung. Nein. Ohne dich wüssten wir das auch nicht. Ja. Also das und ohne die Play, ja. Also Ja. das ist Es ist, der liebe Gott hat einfach alles geschaffen. Wie ist der liebe Gott entstanden? Ja, das weiß ich auch nicht. ja, 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 Das ist die Antwort, die du bekommst. ja. Oder? Ja, das ist halt. Ja, das, genau, da kommen wir, genau, das passt jetzt. Doch, entschuldige. Gibt es im Nihilo dann auch keinen Raum mehr? Also den Raum, wir leben ja schon im Raum, der ist ja schon irgendwo Ja. real. Oder ist das auch eine Erfindung? Das ist nur eine Erfindung. Der Raum existiert. Wir sagen Raum, das, ich weiß nicht, wie man das soll nennen. Wir nennen es einfach Raum. Also im Nihilo gibt es keinen Raum. Ja, nein, es existiert gar nicht. Das ist, ja. Weil, Es ist eine Endlosigkeit von nichts. ja, Nihilo ist eine Endlosigkeit von nichts. ja, und dann, Wie willst du, die, wo sich Wissenschaftler nennen, die versuchen alles zu erklären. Sie können ja nicht einmal das. Sie können ja das Nihilo gar nicht beschreiben. Sie können ja nicht einmal sagen, ja, das Nihilo ist nichts. Hat das einen Raum oder hat das keinen Raum? Oder das Nihilo ist einfach nichts. ja, mich beruhigt das, weil wenn es dann Raum gäbe, dann wäre ich jetzt wirklich verwirrt. Ja, Weil den Raum kann man ja manipulieren. Ja, Also logisch, die logisch. Sonne krümmt den Raum um sich. Ja, Ne? richtig. So, das hat man ja. Richtig, durch darum heisst es Raum und Zeit. Ja, Oder? ja. Also das Licht fliegt ja nicht gerade durch den Raum Weltraum. kannst du ja keine Zeit haben, ohne Zeit kannst du ja keinen Raum haben. Ja, Das ist zwangsläufig miteinander verbunden, ja, Raum und Zeit. ja, Oder? Aber das können die Wissenschaftler ja nicht einmal erklären, Raum und Zeit. ja, Die wissen nicht, von was sie reden. ja. Das ist auch das Problem, worauf ich jetzt gleich komme hier im 4. Kontakt. Da sprecht ihr nämlich über den Hyperraum. Der 4. Kontakt am Samstag, 15. Februar 1975, wieder spät um 1:48 Uhr. Mhm. Und da kommen jetzt meine Fragen jetzt sozusagen zu dem Kontaktbericht. Und Sembiase spricht über deine Gedankenkraft sozusagen. Und dann sagt sie dann halt auch, dass sie Sekunde. Ich selbst und auch alle anderen vertrauen dir vollkommen, doch existieren Erdenmenschen mit verschiedensten Gewaltmitteln in den Händen, die dir jedes Geheimnis entlocken könnten. Mhm. Swart hatte ja Ja, sozusagen das ist Gewalt. Ja, ja. Einfach Gewalt. Gewalt, ja, Ja. genau. Und dass du da schon in manchen Fällen einfach nicht die Wahrheit sagen könntest, weil es entweder für dich oder für andere Personen Mhm. zu einer Gefahr werden könnte, wenn du die Wahrheit Michael, sagst. du musst so viel einfach für dich behalten, das Maul behalten, aus dem Grund, weil Mitmenschen oder Diener oder diese nicht verstehen, was du überhaupt sagst, was gemeint ist damit, weil sie gar nicht fähig sind, so weit gedanklich Sachen nachzuvollziehen, dass es würden nur ein Jota verstehen davon. Folglich heisst schweigen, nichts sagen. Nur so viel, wie du ungefähr kannst rechnen, so viel ist noch vom Mitmensch zu verstehen. Ja.
dann Ja. gibt es für dich Ja. nichts anderes. Das ist genau, wenn du etwas weisst, wo du 100%ig sicher bist. Es ist tatsächlich so. Wenn du das einem Mitmensch erzählen willst, der tut sich hinter Sinne oder versteht schlichtweg einfach nicht, was du sagst, was du meinst, was du willst sagen und so weiter und so fort. Ja. Dann ist besser, du schweigst einfach. Ja. Ja, gutes Beispiel einfach die meisten Beziehungen zwischen Mann und Frau, Ja. obwohl sie, sagen wir mal, spirituell gleich entwickelt sind, ist es oft schwierig, das zu kommunizieren, was man sagen will. Ja, genau. Also, entweder versteht die Frau den Mann nicht oder umgekehrt. Ja, genau so Ja. ist es. Und obwohl aus der eigenen Sicht hat man sich klar ausgedrückt. Aber- Aus eigener Sicht, Ja, aus aber- eigener Sicht so viel klar ausdrückt, wie du denkst, dass das andere das wenigstens versteht. ja. Ja. Aber trotzdem ist es aber nicht Aber der ob Fall. es dann wirklich versteht, das ist dann die zweite Frage. Ja. Ja, und dass man da ja, vorsichtig sein muss, ja. Genau, das sagt sie dann auch. Daher müssen wir in jeder Beziehung Vorsicht und Vorsorge walten lassen. Und dann sagt die, doch stelle nun deine Fragen frei nach deinem Ermessen, denn ich will und kann dir nicht diktatorisch antworten, indem ich deine Fragenfolge zu meiner eigenen mache. Und da merkt man gleich wieder den Respekt, den sie generell, ob es jetzt du bist oder auch wenn sie jemanden von uns treffen würden. Also Semjase hat ja mal diese Frau in der Wüste getroffen auch. Das, Ja, die, da die, in Persien. Persien, zu der Zeit noch Persien, ja. Bei Zahedan, dass da dieser Respekt ist vor der anderen Person. Und während bei uns, ja, gerade in Geheimdienst oder so auf militärischer Ebene versucht man jedes Geheimnis aus den anderen sozusagen rauszupressen oder Ja, siehst du, den Respekt brauchst du auch im täglichen Leben als Mensch. Ja. Wenn du mit anderen Umgang hast, so oder so. Du kannst so und so viel kannst du brauchen. Aber einen grossen Teil davon musst du verschlucken, weil du nur dem Mensch oder einem anderen Mensch so und so viel zutrauen kannst. ja, Wo du selber denkst, der mag das noch verleiden, der kann noch darüber nachdenken und basta. Mehr machen kannst du nicht, darfst Ja. du nicht. ja, Von dir aus darfst du nicht. ja. Na, aber was ich so, das kommt so, als ob das so selbstverständlich ist, aber Das ist gar nicht aber so ist gar nicht selbstverständlich. Bei uns Nein, das ist es versucht ganz und gar man, nicht. Das ist nur selbstverständlich, wenn du selber zur Selbstverständlichkeit machst. ja, Sonst ist das beim Menschen nämlich nicht so. Er plappert einfach drauf los, wie da, wo der Ja. Bios jetzt Ja. gekommen ist ja, und erzählt hat wegen Ja. der Madeleine. ja, Das ist genau das. ja, Man plappert einfach wild drauf los. Man nimmt auch keine Rücksicht auf die anderen. Man tut ihnen nicht das sagen, was sie mögen verleiden, was sie können darüber nachdenken, was sie können intuieren und so weiter und so fort. Oder? ja. 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 Es kommt immer so, es kommt so subtil durch, immer wieder auch, dass die Plejaden einfach anders denken und dadurch auch anders fühlen und sowieso auch ganz anders handeln natürlich. Ja, richtig. Aber ja, auch bei uns eben so in der Psychoanalyse, weil man da versucht, so das letzte Geheimnis in jemandem zu analysieren oder so, das hilft der Person gar nicht. Nein.
Nicht Ja. einmal dem Mensch selber, wo das versucht zu machen mit den anderen. Ja. Das hilft ihm gar nicht. Na. Er betrügt sich sogar selber, weil der andere falsche Antworten gibt. Ja. Weil er nicht versteht, von was eigentlich die Rede ist. Ja, auch jetzt Probleme in der Kindheit oder so dann zu thematisieren. Also in manchen Fällen ist das sicherlich hilfreich bis zu einem gewissen Punkt, dass man weiß, was in der Vergangenheit war. Ja, Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, mein Leben jetzt besser in den Griff zu bekommen und nicht unbedingt zu wissen, was in der Vergangenheit war. Nein. Also, Dann, das Problem ist ja das, es gibt diesbezüglich auch was die Vergangenheit gibt, was Gegenwart ist, was Zukunft ist. Es gibt zum Denken, zum Verstehen, zum Nachvollziehen, gibt es nie eine Totalitärität. Es ist nur immer ein Teil davon. Es ist nur immer ein Bruchstück davon. Von der Vergangenheit, was dir gerade in sich kommt, was durch deine Hirnwindungen durchläuft. Es ist nur ein Teil vom Totalen. Von dem, was wirklich war, das kannst du gar nicht mehr nachvollziehen. Das kannst du dich gar nicht mehr erinnern. ja, Oder? Und auch, was in der Gegenwart ist. Wenn ich dich frage, was hast du gesagt vor 5 Minuten? Du weisst es tot sicher auch nicht mehr. ja, Oder? stimmt, ja. Oder? Ja. Genau so ist es für Sachen in der Zukunft. Ja. Genau gleich. Ja. Es ist nie eine totalitäre Sache. Es ist nie total. Es kann ja gar nicht totalitär sein, aus dem Grund, weil das da oben nicht so ausgelegt ist, dass jede Sekundenbruchteil kann gespeichert werden. Ja, selbst wenn, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht möglich wäre. Selbstverständlich. Ja. Also selbst wenn ich vollkommenes Gedächtnis hätte, trotzdem ist es alles eingefärbt von Subjektivität und Ja. meinen eigenen Erfahrungen, Richtig. die andere ja nicht haben. Ja. Und Es ist deine Persönlichkeit. Es ist Ja. deine Angelegenheit. Es ist dein Leben. Es sind deine Hirnwindungen. Es sind deine Gedanken. Es sind deine Gefühle, deine Emotionen, deine Empfindungen und so weiter und so fort. Oder? Und die kann dir niemand nachvollziehen. Die besten Psychiater, die es gibt, sind Idioten. Sie meinen, sie können das. Das Ja. können sie aber nicht. Ja. Sie können, wenn sie ganz schlau sind, wenn sie wirklich denken, Psychiater denken meines Erachtens nicht viel. Aber wenn mal einer kommt, der wirklich denkt, dann kann er ein Jota von dir kann er vielleicht ergründen. Ja. Mehr nicht. Ja. Aber bei den Plejaren gibt es ja auch psychologische Betreuung. Es gibt ja auch mal, dass irgendjemand ein Traumata erlebt. Dann Ja. wird er psychologisch betreut durch Ja. Gespräche. Ja, logischerweise. Aber das funktioniert ganz anders dort, weisst. Das ist viel tiefgründiger. Auch dort ist es nicht 100. Ja. Aber es ist ein paar Mal tiefgründiger, als es bei uns geht und läuft in dieser Beziehung. Inwiefern wird die Person dann psychologisch betreut in Form von Beratung oder wird er erklärt, was passiert Nur ist? Beratung, mehr nicht. Ja. Also was? Beratung, es ist das und das zu machen. Schau, dass du dich kannst ausrichten auf das und dieses und jenes. So
schauen, was ist die Wirklichkeit vom Ganzen und so weiter und so fort. Und die sieht ganz anders aus, als dass sie der Mensch einfach in Erinnerung hat, so oberflächlich, weißt, tagtäglich. Und wenn du das kannst du selber erleben. Wenn du einmal herhockst und einmal über die Sachen, über diese und jene nachdenken tust, so wie es tatsächlich gsi sind. Natürlich, du kriegst es nicht voll her, aber du kriegst es wenigstens zu einem gewissen Teil kriegst her, was ist da wirklich gsi? Wie hat sich das ergeben? Da kannst du sogar nachvollziehen, warum hat sich das ergeben und so weiter und so. Ja. Trauma, im Grunde geht's ja immer wieder um Trauma, ne? Oder Missbrauch. Ja. Missbrauchsfälle sind ja alles Es muss nicht Traumata. unbedingt das Trauma sein. Es ist einfach, dass man sich tut so erinnern, wie es tatsächlich war und nicht traumatisch. Ja. Weißt, normale Rückerinnerung hat nichts mit einem traumatischen Erinnerungsvermögen zu tun. Wenn ein traumatisches Erinnerungsvermögen ist, dann ist da etwas nicht mehr ganz klar. Dann ist das, was der Mensch sagt, ein psychischer Schaden da. Ja, dass eben Traumata, ob es jetzt Missbrauch ist oder ein schwerer Unfall, kann ja Traumata auslösen. Ja, die wüssten ja nicht einmal, was ein Traumata ist. Wie wollen Sie das erklären, wenn Sie nicht einmal wissen, was ein Traumata ist? Wie würdest du Trauma definieren? Ein Traumata ist ganz einfach zu erklären, dass es eine Sache ist, wo ein Mensch in sich da hineingebiegen hat, wo er, wie soll ich sagen, eine falsche Erinnerung geschaffen hat, wo er nicht kann bewältigen, gedanklich nicht kann bewältigen, dass er aus dem rauskommen tut. Ja. Er tut praktisch träumen von dem, ohne dass er das merken tut. Darum heisst es ja Traumata, oder? Er hat etwas in seinem Gehirn, in seinem Denken hinein, wo untergründig wirken tut, wo er damit nicht schlag kommt. Ja, so als ob man im Kreis läuft. Ja. Und im Grunde geht's darum, die Leute aus diesem Kreis rauszuführen. Ne? Richtig. Ja. Mhm. Und das dann die Plejaren verhindern durch das schon, dass sie der Mensch, wo irgendwelche sinnige Sachen aufbauen tut oder wo zustande kommen, durch irgendein Erlebnis oder irgendetwas, von Anfang an verhindern. Durch das, dass sie den Mensch richtig führen mit seinen Gedanken, wie er denken soll, wie er die Sache sehen soll, nämlich so, wie sie tatsächlich war. Ja. Und mit dem Schlag dann, wo die Tatsache war, und dann läuft es so, wie es muss. Normal. Ja. Ja. Man muss sich dann halt schon daran halten und dann um dieser Neuausrichtung zu folgen, sonst bleibt man halt da gefangen. Ne? Das ist genau gleich mit dem Karin jetzt. Ja. Oder? Zuerst musst du sie anbrüllen Ja. und sagen, schau mal, hättest du es von Anfang an gemacht, wärst nicht so weit gekommen. Und wenn du so weiterfährst, passiert das und dieses und jenes. Das haben wir ihm am Telefon gesagt, brüllen am Telefon, aber hast du keine andere Wahl. Ob du willst brüllen oder nicht willst brüllen, musst du es einfach machen, Ja. weil es notwendig ist. Ja. Ohne dass du dich selber aufregen damit. Das andere regt sich auf. Ja. Oder? Ja. Ja, weil da innerer Widerstand, Ja. also gewöhnlich ist. Natürlich. Ja. 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 Gut.
Äh, Zum Teil schweifen wir da jetzt ein bisschen ab, aber äh, ergibt sich so. Also ist alles gut, alles gut. Also das war, glaube ich, für Psychologen mal wichtig zu hören, um was es eigentlich geht in der Psychotherapie. Ähm, genau, sie sagt dann hier auch noch, dass wir sind im Besitze aller Erdensprachen, die gegenwärtig oder zu früheren Zeiten jemals gesprochen werden oder wurden. Mhm. Ähm, Warum legen Sie da so viel Wert drauf? Es sind ja Tausende von Sprachen, die auf der Erde gesprochen wurden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Genau wie bei dir, bei mir, bei jedem anderen Mensch. Er ist froh, wenn er den Mitmensch versteht. Was er gesagt hat, was er geschrieben hat, was er da hat und so weiter und so fort. Also Sie möchten sich also gern mit jedem verständigen können. Ja, Okay. Und auch über Sprache generell zu lernen, genau. sicherlich, ne? Also Syntax etc. Ja. Ja, okay. Das muss, Das ist ja dein Bedürfnis, das ist mein Bedürfnis, jeder Mensch ist Bedürfnis. ja, Oder? Dass wenn irgendjemand kommt in einer Fremdsprache, steht wie ein Esel am Berg, ja, oder? ja, Und das soll eben nicht passieren. ja, Alleine schon das Nachhören, wenn der andere Mensch etwas sagt, auch wenn du die Sprache nicht kannst. Das richtig nachhören, wie der andere spricht. Da vielfach ist es sehr weg, dass du verstehst, ohne dass er deine Sprache spricht. Oder ja. er macht dann auch Bewegungen, er macht Handreichungen und so weiter und so fort. Es sind einfach Sachen, die der Mensch dann versteht. Oder? Ja, da hatte ich dich ja schon mal gefragt zur Syntax der Sprache. Ist halt, wo eine Frau mal, das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber das hatte ich mal gelesen oder gehört. Da hatte sie, war wohl Italienerin und der Dalai Lama war in Italien und hatte halt Tibetisch gesprochen. Und irgendwie meinte sie dann irgendwann, oh, ich wusste gar nicht, dass der Dalai Lama Italienisch spricht. Ja, da Und muss gar nicht gesprochen. also sie hat ihn verstanden, obwohl ja, der natürlich. Tibetisch gesprochen Das, hatte. das gibt es je nachdem, wie achtsam der Mensch ist, auf das ausgerichtet ist. Ja, aber das sind ja dann alles nonverbale ähm, Ja, alleine die Aspekte. Mimik, alleine das Gesicht, Ja, wo der Mensch hat, da kannst du schon beurteilen, der Mensch ist so und so, das sind seine Fähigkeiten und so weiter und so fort. ja, In der Regel behaltest du das einfach für dich. Du ja, beurteilst den anderen Menschen nach dem, wie er aussieht und so weiter, was für eine Mimik das er hat und so weiter und so fort, ohne dass du das breitschlägst. Was du dann siehst beim anderen Menschen oder was du denkst vom anderen Menschen und so weiter und so fort, das behaltest du in der Regel für dich. ja, ja, Du siehst aber beim anderen Menschen so und diesen und jenen Weg, was in ihm vorgeht, was er denkt, wie er ist und so weiter und so fort. In der Regel behaltest es du für dich. ja, Ja, besser. ja, es ist besser. Ja, obwohl manchmal sollte man vielleicht auch mutiger sein, was Positives zu sagen. Das behält man dann manchmal auch Ja, oder häufig für das sich. Ne? ist ja nichts einzuwenden. Ja, Selbst dann, wenn der andere den grössten Seich macht, dann kannst du es positiv anschauen. ja, Oder zum Beispiel heute mit dem Mark. Da habe ich ja die neue Lampe, die gekommen ist, weißt du, wo wir wollen telefonieren heute. ja, Warum das die ja, nicht kommt, die ja, ist gekommen heute. ja, hat's gesagt. Da habe ich mit der Madeleine dann ausgepackt, mit dem Mark hergemacht. Und weißt, er hat Schräubchen gebraucht, oben zum Festschrauben. Und es ist nicht gerade gelungen. Da habe ich gesagt, ja, reg dich nicht auf damit. Fluch ein bisschen und dann ist die Sache wieder in der Ordnung. Oder? Ja,
dann hat er auf Lachen, oder? Und, es ist gegangen, Ja. oder? Ja. Ja, dass dann die Anspannung sich löst. Ja, Grunde, ne? natürlich. Oder? Ja. Es hat nicht viel gebraucht. Schaut a little bit und Ja. dann sofort anders geschaltet. Ja. Die Schraube hat er können reindrehen und das Spielen gegangen. Ja. Siehst du, du musst nur die Augen offen haben, du musst nur deine Gedanken brauchen und im richtigen Moment das Richtige machen. Ja. Kurz nochmal zur Syntax der Sprache, weil unsere Wissenschaftler wissen eigentlich nicht genau, wie wir Sprache lernen. Also natürlich, Mama und Papa sagen dann immer Papa, Papa, Papa und irgendwann plappert das Kind das nach. Aber es geht nicht so sehr darum, die Worte, das ist natürlich auch schwierig, aber zu lernen, zu richtig auszusprechen oder die Silben. Ja. Aber die Verknüpfung zwischen Wort und Bedeutung, Ja. das ist ja die Schwierigkeit. Das ist Wie, ja gar keine Schwierigkeit. Dann, wenn du ein Wort hörst, wenn du nur ein Wort hörst, dann geht das da rein. Und je nachdem, wie deine Möglichkeit vom Speichern, von der Erinnerung und so weiter ist, bleibt das da rein hängen. Das ist mal das eine. Der zweite Vorgang ist der, dass du weißt, was mit dem Wort verbunden war, was es bedeutet hat, was der Inhalt war und so weiter und so fort. Und das speichert sich ebenfalls. Und beides bleibt dir im Gedächtnis inne. Da musst du nicht extra, wie soll ich sagen, extra Aufmerksamkeit aufwenden dafür. Es bleibt automatisch. Je nachdem, wie du deine Einstellung zu dem Wort oder zu der Sprache oder was es eben ist oder auch ein Gegenstand oder egal was, das bleibt dir. Genau wie das Essen, genau wie jede Bewegung, die du machst. wir haben dann diese Fähigkeit der Assoziation. Zum Beispiel, wenn man Ureinwohnern Ja, ja. einen Film zeigt, Ja. dann verstehen die Ja. das nicht, Ja. weil die Schnitte, das ist eine andere Einstellung Mhm. und diese Filmsprache Mhm. müssen sie erst lernen, Ja, um den Film zu ja. verstehen. Aber ja, da kommt aber noch dazu, dass sie dann eventuell, je nachdem, wie der Mensch denkt, tut er das, was er sieht, assoziieren mit dem und diesem und jenem. Ja. Mit zum Beispiel Sachen, die er früher schon erlebt hat, wo ihm plötzlich in sich kommen, wo er tut, das, was er momentan hört, assoziieren mit dem, was er vielleicht 40 oder 50 Jahre vorher einmal gesehen hat, erlebt hat, gehört hat, gemacht hat und so weiter und so fort. Da ist sofort Assoziation da. Ja. Und genau so ist es auch mit der Sprache. Oder? Du hast sicher da, und dieses hast du schon gehört, wo du einfach plötzlich brauchst es einmal. Ohne dass du daran denkst. Ohne dass du das Wort gehst suchen. Es läuft einfach plötzlich zum Maul aus. Oder zu den Gedanken aus. Ja. Ja. So einfach ist das. Warum muss man da studieren? Wie lernt der Mensch eigentlich die Sprache? Oder? Da. Er hat seinen Kopf und das schaltet mit seinem Bewusstsein, mit der Schöpfungsenergie, wo das beleben tut. Und die Kraft ist wirksam im Menschen und wirksam sehr weg, dass er die Sache auch behalten kann, auch wenn er momentan das vergisst oder vielleicht in 10, 20, 30 oder 50 Jahren plötzlich kommt das Wort im Sinn. Oder? Ja. Semjase beschreibt
hier dann, dass Sie in ungefähr 30 bis 31 Tagen eine Sprache Ja, lernen und auch lernen. sprechen lernen. Ja, ja. Aber dass Sie Wenn auch, du etwas hast, was dich interessieren tust, du gehst dahinter, du kannst das in Minuten lernen, in einem Tag, in einer Woche, in 10 Tagen oder in einem Monat, je nachdem, wie du dich stellst dazu. ja, also die Motivation ist ein wichtiger Faktor. Ja, die schaffst du ganz alleine. Ja, Die schafft dir niemand, die musst du selber aufbringen, die Motivierung. ja. Oder? Mhm. Sie schreibt halt eben, dies Schau, geschieht, zum Beispiel, wenn ich in diesen Ländern war, ob es in Frankreich ist, in Italien oder in Indien oder in der Türkei, innerhalb von 3 Wochen oder 4 Wochen konnte ich mich verständigen mit denen in ihrer Sprache. In Italien hat es immer geheißen, ich sage ein Milanese. ja, das ist mir eben so Haben mich ein sogar bisschen als Schweizer Rätsel. bezeichnet. Ja, Ich sage gar kein Schweizer, ich sage ein Milanese. ja, also wenn man etwas lernt, entstehen ja neue Synapsenverbindungen im Gehirn, Ja, dass die Information behalten werden kann, richtig. sonst ist es gleich wieder weg. Und inwiefern kann man das trainieren oder das hat ja mit der Neuroplastizität zu tun. Es ist ganz einfach, wenn du nicht mehr brauchen tust, dann vergiss ich das. Dann Ja, geht's aus dem Augen, aus dem Sinn, wie man so ja, sagt. ja, Es ist ganz einfach. Aber wenn es dann plötzlich wieder brauchst, dann ist es wieder da. ja. Äh, Du hast ja viele Sprachen schnell gelernt, irgendwie 8 oder wie viele das auch mal waren. Mhm. Dann auch wieder schneller vergesse, weil sie dann nicht mehr gebraucht hast. Ja. Das leuchtet mir alles ein. Aber was sind die Faktoren? Also Motivation ist klar, muss gegeben sein. Aber sind da noch andere Faktoren, die da reinspielen, dass du das so schnell gelernt hast? Ja, eben das, dass du eigentlich willst, dass du motiviert bist dafür. Dass du Ja, dich selber motivierst dafür. okay. Es muss deine eigene Motivation sein, wenn du etwas lernen tust. Du willst das lernen, dann tust du dich auch motivieren dafür. Wenn Ja, du nicht willst, dann dann, tust du dich auch nicht motivieren dafür. Dann machst du das Seich, dieses Seich, jenes Seich. Nur ja, nicht das, was, was notwendig wäre. ja. So einfach ist das. Für das gibt's dann da die Psychologen, oder? Die sagen, ja, das, dies und jenes. Wo hinten vorne wirklich nicht stimmt. Es liegt alles beim Mensch selber. Ja, Er muss sich nur richtig stellen dazu. Das heißt, richtig stellen, die richtige Motivation aufbauen und so weiter und so fort. Und dann klappt's. ja. Sie, der 20. Satz hier sagt sie, dies geschieht durch einen von der Maschine ausgelösten hypnoseähnlichen Zustand, dass sie also die Sprachen so schnell aufnehmen können im Grunde. Also ist dieser hypnoseähnliche Zustand auch förderlich halt, dass man die Ja, Information. du stellst dich selber sehr Weg an, wie wenn du selber eine Maschine bist. Du Ja, schaffst also eine eigene Motivation. Eine Maschine, Motivation ist das, was du einstellst bei der ja, Maschine. Das ja, machst genau du auch bei dir selber. Nur ja, sagt man beim Menschen, es wird nicht eingestellt, sondern es wird motiviert. Der ja, Mensch tut sich selber motivieren. Die Maschine wird vom Mensch motiviert durch das, dass der Mensch Maschinen einstellt. ja. So einfach ist das.
die Plejaden haben generell aber sicherlich ein höheres Erinnerungsvermögen, als wir das haben. Ne? Es fragt sich immer, wie denkt der Mensch in Bezug auf seine Erinnerung? Ja, Ist er ja, motiviert dafür, zum das und dieses und jenes brauchen, was er einmal gehört hat, was er einmal gesehen hat, was er einmal gebraucht hat, was er einmal gemacht hat und so weiter und so fort. ja, Erinnert er sich daran oder nicht? Das ist wiederum deine Motivation. ja, Es ist anders, wenn das Gehirn geschädigt ist, dass er nicht mehr erinnern kann. ja, Oder eben, was ich zum Beispiel habe, durch den Gehirnschlag. ja, Dass ich mich an das, dieses und jenes hauptsächlich nehme. ja, Dass ich ein Problem habe damit, nehmen, zu gacksen, zu reden. Mit wem kann ich gerade reden? Ja, ja. Aber alles andere ist eigentlich gut zurückgekommen. ja, Also, ja. Das äh, ist auch die eigene ja, Motivation. ja, ja. Ja, es gibt einen Savant, also die so extrem schnell lernen können. Mhm. Und der hat gewettet, in einer Woche Isländisch zu lernen. Ja. Und Isländisch ist wirklich schwer. Mhm. Und der ist nach einer Woche im isländischen Fernsehen aufgetreten und konnte sich mit dem Moderator unterhalten. Ja, das glaube ich. Das war wirklich Ja, unglaublich. das sofort, Ja, das ist auch absolut möglich. ja. Also Und das ist die Eigenmotivation, wo der Mensch sich aneignen tut. Ich mache das. ja, Nicht ich will, sondern ja, ich mache. ja, Oder? ja.